Guten Abend, hallo zusammen. Mein Name ist Lisa Letnanski, ich leite die Dramaturgie hier im Tanzhaus Zürich und ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen zur zweiten Ausgabe von Moving Towards Zero. Ich sage zweite Ausgabe, letzten Monat hatten wir Emilia Reug und Mandy Abu-Shork hier zu Gast und vielleicht sind jetzt ein paar verwirrt, weil wir die Veranstaltung angekündigt haben mit Moving Towards Zero Nummer 7. Aber das ist eben so, wir bewegen uns towards Zero. Das heißt, wir haben mit der Nummer 8 angefangen und das ist jetzt die Nummer 7 und das geht so weiter über die ganze Saison bis hin zum Zero, zum Null und das ist ein dreitägiges Festival im Juni 2026 hier im Tanzhaus rund um das Thema künstlerische, soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Ich freue mich außerordentlich, heute zwei tolle Persönlichkeiten zu Gast zu haben. Das ist zum einen Klimaaktivistin Cyril Herrmann. Cyril ist beim Klimastreik Schweiz aktiv und hat Ende 2024 das Buch What Do We Want veröffentlicht über die Klimabewegung. Das ist draußen am Büchertisch, da wird dann wieder rausgefahren, auch zu erwerben. Und zum anderen haben wir hier Künstlerin und Aktivistin Sanni Pfalzer. Sanni erforscht Stärken und Gefahren performativer Strategien im Aktivismus. Und zum Schluss noch zwei kurze Bemerkungen. Es wird heute auch mehrmals für euch im Publikum die Möglichkeit haben, euch einzubringen, Fragen zu stellen oder Inputs zu geben. Damit übergebe ich gerne das Wort an Sanni und Cyril. Vielen Dank. Dankeschön und hallo. Ja, wir freuen uns, dass ihr alle hier seid. Soll ich beginnen? Ja. Gut. Genau. Ich bin Cyril Herrmann. Ich bin seit jetzt 6 Jahren im Klimastreik aktiv, einerseits in Zürich, aber auch national. Ich habe hier ein paar Bilder mitgebracht, was das so alles bedeutet. Einerseits natürlich Demos organisieren, dann aber auch Besetzungen und Blockaden. Und ich persönlich mache im Klimastreik auch sehr viel Medienarbeit. Wir denken uns alle 2 Wochen in einem Call die Geschichten aus, die es zu erzählen gibt und versuchen, die Medienschaffenden rüberzubringen. Und auch deshalb habe ich ein Buch geschrieben. Lisa hat es schon kurz erwähnt. Genau, What Do We Want? Und dort habe ich auch die 6 Jahre Klimastreik reflektiert, was die bedeutet haben, wo wir gestartet haben, wo wir geendet sind, was wir alles dazugelernt haben. Und ansonsten bin ich Studentin im Moment an der Uni Zürich. Ich studiere Geografie im Minor und im Major Ethnologie. Sonst mache ich Eiskunstlauf und bin sehr viel mit meinen Freundinnen in der Stadt unterwegs und im Ausgang. Ich gebe über an dich. Ja, danke für deine kurze Vorstellung. Das mit dem Eiskunstlauf wusste ich ja schon. Genau, hi, ich bin Sanni Pfalzer. Kein Eiskunstlauf, aber ich mache Freediving. Und zusätzlich auch Kunst und Aktivismus. Ich arbeite hauptsächlich mit Performance und ich habe einen kleinen Input mitgebracht zum Thema mit einigen Bildern von meiner eigenen Arbeit, aber auch von anderen Gruppen, die uns sozusagen in unserer Kollaboration und in unseren Gesprächen auch beschäftigt haben. So. Also meine künstlerische Praxis ist ganz stark geprägt von meiner Arbeit in aktivistischen Kollektiven und ich war in einer Gruppe aktiv oder habe eine Gruppe mitgegründet, das ist die Burschenschaft Hysteria, das ist eine Wiener antifaschistisch-feministische, aktivistische Gruppe, die sozusagen den Habitus oder die Ästhetik von rechten Burschenschaften in Wien appropriiert und im öffentlichen Raum Aktionen durchführt. Ich weiß nicht, ob ihr so den Kontext kennt von österreichischen Burschenschaften, aber das sind Studentenorganisationen, rechte Studentenorganisationen, die eigentlich ein Netzwerk von Neonazis sind und durch dieses Netzwerk kommen viele Personen mit rechter Gesinnung in die Politik. Genau, die Hysteria hat sozusagen ihre Traditionen, ihre
Ästhetik sich angeeignet und sie aber mit ihren eigenen Inhalten befüllt, also zum Beispiel eine Forderung nach dem Matriarchat oder Einschränkung des Männerwahlrechts. Also alles ein bisschen umgedreht, aber auf eine sehr, ja, wird dann auch parodisiert. Ich zeige euch noch ein kurzes Video von der Hysteria, vom Hysteria-Ball haben wir das genannt. Das war eine Intervention. Also das ist der Wiener Akademikerball. Das ist ein Netzwerktreffen von den rechten Burschenschaften. Und wir haben dort sozusagen unsere Fahne gehisst oder den zu unserem Ball erklärt. Ich habe mich dann auch im Zuge der Hysteria sehr viel mit anderen Gruppen beschäftigt, die sich performative, aktivistische Strategien bedienen. Ich zeige euch da ein paar Beispiele, die wir auch eben besprochen haben, die wir beide irgendwie toll fanden. Nämlich eines ist Las Tesis. Kennt ihr die? Nein? Genau, also Las Tesis ist ein chilenisches Kollektiv. Das war 2019 bei Protesten in Santiago de Chile. Und was ich eben an Hysteria oder auch an dieser Gruppe spannend finde, ist eben, dass sie sich ähnlichen Strategien bedienen, wie zum Beispiel Kostümierung, Uniformierung, eine gemeinschaftliche Bewegung, und durch diese gemeinschaftliche Choreografie erzeugen sie einen kollektiven Körper und ein kollektives Empowerment. Sie verwenden auch einen Sprachchor. Ich habe noch ein Beispiel mitgebracht, nämlich Victoria Santa Cruz, eine peruanische Künstlerin, Aktivistin. Genau, spiele ich euch auch. ¿Y de qué color? Negro. ¿Y qué lindo suena? Negro. ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 negro. Al fin comprendí. Al fin, ya no retrocedo. Al fin, ya avanzo segura. Al fin, avanzo y espero. Al fin, y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro hasta bache fuese mi color y ya comprendí. Al fin, ya tengo la llave. Negro, 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 negro. Genau, das war Victoria Santa Cruz. Super schön, irgendwie sehr poetisch, und genau, ich mag diese Kombination aus Poetry und Choreografie bei ihr. In dieser Beschäftigung mit diesen unterschiedlichen Strategien oder Gruppen ist mir eben auch aufgefallen, dass eben nicht nur, ich habe noch eine, Pussy Riot, ja, eine sehr bekannte Gruppe, und aktuell, das habe ich jetzt heute reingegeben, dieses Beispiel von den Anti-ICE-Protesten in den USA, wo sich Personen als Tiere oder Frösche verkleiden. Also es sind dann eben diese kollektiven Tierschwärme, die gegen ICE protestieren oder gegen die Immigrationspolitik. Genau, wenn man sich jetzt vielleicht auch hier diese Gegenüberstellung von dem Frosch und diesen Militär ansieht, also was mir auch in der Beschäftigung mit den Gruppen aufgefallen ist, ist, dass nicht nur linke aktivistische Gruppen diese Strategien verwenden, sondern eigentlich auch das Militär. Genauso wie paramilitärische Gruppen, also arbeiten auch mit Uniformierung, Anonymisierung, ein kollektiver Körper repräsentiert eine Idee. Bei Cheerleadern funktioniert das auch ähnlich. Bei der Hysteria zum Beispiel haben wir immer so eine bestimmte Geste eigentlich wiederholt oder eine bestimmte Körperhaltung, also ein gemeinsames Marschieren. Und das wurde mir dann irgendwann auch ein bisschen zu streng. Und ich wollte eher auch was Spielerisches in den öffentlichen Raum bringen.
und habe dann angefangen, temporäre Kollektive zu initiieren, die auch wieder mit diesen ähnlichen Strategien handeln, aber sich auf andere Art und Weise im öffentlichen Raum fortbewegen und sozusagen vielleicht auch fragen, was fehlt im öffentlichen Raum, wie können wir vielleicht Sensibilität in den öffentlichen Raum bringen. Und hier habe ich ein paar Beispiele von diesen Gruppen. Wir haben auch einmal in der Chat-Halle so ein Lab gemacht mit den Gangs of Performative Activism. Hier ein Beispiel aus Berlin, wo es schon auch um eine ortsspezifische Intervention ging, also um die Umbenennung von kolonialen Straßennamen. Genau, oder einfach auch ums Kaddeln, also was passiert, wenn wir als diese Hooligan-Cheerleader-Hybrids auf der Straße anfangen zu kaddeln. Genau, hier sind noch Beispiele aus der Lehre mit Studierenden aus Luzern. Ich glaube, heute ist auch jemand hier. Vielleicht siehst du dich am Foto. Ich weiß nicht. Das war's erstmal von dem Input. Und vor einem Jahr bin ich nach Zürich gezogen und ich war dann recht begeistert oder excited über diese Anfrage, diesen Vortrag gemeinsam mit Cyril zu machen. Da ich noch nicht so den Anschluss habe in die verschiedenen aktivistischen Gruppen, die es hier gibt und ich sehr gespannt war auf den Austausch und so war so, okay Cyril, wo bist du engagiert? In welchen Gruppen bewegst du dich hier? Das hat mich sehr, sehr motiviert und wir haben auch gemeinsam schon an ein paar Ideen gearbeitet. Aber vielleicht mal zu Beginn die Frage, was war für dich jetzt interessant an diesem Austausch, Cyril, und genau, was motiviert dich gerade? Ja, also ich habe mich auch sehr gefreut, als ich die Mail von Lisa erhalten habe, ob ich Interesse hätte, daran, damit zu arbeiten. Für mich war die Verbindung von Kunst und Aktivismus vorher etwas, zu dem ich mir sehr, sehr wenig Gedanken gemacht habe. Auch wenn ich jetzt im Nachhinein auch verstanden habe oder gesehen habe, dass wir uns eigentlich als Klimastreik auch immer wieder künstlerischen Strategien bedient haben. Und für mich war Kunst so etwas, das ich nicht sehr viel damit anfangen konnte. Liegt auch sehr vielleicht an meiner Sozialisierung. Wir sind nie ins Theater gegangen, selten mal in ein Museum oder so. Und deshalb habe ich Kunst auch eher als etwas Langweiliges empfunden, das man nicht anfassen darf und wo man dafür bezahlen muss. Und dann später im Aktivismus kam dann noch so eine Komponente dazu, dass immer Leute politische Kunst machen wollten. Und ich mich immer ein bisschen den Sinn dahinter hinterfragt habe. Andere Leute im Klimastreik haben das auch sehr gut auf den Punkt gebracht manchmal, dass sie meinten, wenn all diese Menschen, die politische Kunst machen würden, Politik machen würden, hätten wir schon längst eine Revolution gehabt. Und ich glaube, das war, bis wir uns begegnet sind, so ein bisschen meine Einstellung zur Kunst. Ja, und dann haben wir uns getroffen und es war auch nice, wir konnten uns recht viel Zeit nehmen dafür und haben uns gemeinsam im Sommer auf die Josefswiese gesetzt und einfach einen Tag lang gebrainstormt und verschiedene Sachen angeschaut und uns verschiedene Sachen gezeigt. Mittlerweile bin ich sehr überzeugt, dass sich eine Zusammenarbeit zwischen Kunst und Aktivismus sehr fest lohnen kann und sich auch schon gelohnt hat. Ich fand es ja schön, wie du über deine Radikalisierung gesprochen hast in dem Buch und es ist ja auch, was man so medial ein bisschen so mitkriegt. Keine Ahnung, Greta war ja immer so die Heldin und ist jetzt ein bisschen so zu einer Anti-Heldin mutiert, sobald sie sich irgendwie für Palästina eingesetzt hat oder für eine globale Klimagerechtigkeit. Wie hat deine Radikalisierung stattgefunden? Soll ich vorlesen? Wie würdest du die Klimakrise beschreiben oder definieren? Hättet ihr mir diese Frage an meinem ersten Klimastreik 2019 gestellt, hätte ich euch wahrscheinlich den Treibhausgaseffekt oder den Gletscherschwund beschrieben. Damit hätte ich die Krise auf ein rein physikalisches Problem beschränkt. Ich hätte davon geschwärmt, wie einfach es doch eigentlich zu lösen wäre. Wir müssten einfach alle weniger CO2 emittieren. Die Lösungen lägen auf dem Tisch: Solarenergie, Windenergie, vegetarische Ernährung, andere Verpackungsmaterialien. Vielleicht hätte ich noch etwas zu den verschiedenen Folgen der Klimakrise gesagt, dass die Temperaturen und die Meeresspiegel steigen, dass es Ernteausfälle und Wasserknappheit geben werde.
Aber damit wäre unser Gespräch womöglich beendet gewesen. Es ist verständlich, dass viele die Klimakrise als ein rein physikalisches Problem betrachten. Ob man in die Zeitungen, in den IPCC-Bericht oder auf das politische Tagesgeschäft blickt. Man liest nur Zahlen und Grafiken, die irgendwann ins Rote gehen. Per se ist das auch nichts Falsches. Die Klimakrise hat sehr viel mit Physik zu tun. Aber damit hat man sie noch lange nicht erfasst. Die Erzählung muss ihre Ursachen, Triebkräfte und Auswirkungen einbeziehen. Wenn wir über die Klimakrise sprechen, müssen wir über die Systeme der Unterdrückung sprechen, die die Klimakrise auslöst und forciert. Und wir müssen darüber sprechen, wer, wie und wie stark von ihr betroffen ist. Wenn man diese Dimensionen auch in ihrer Verflechtung betrachtet, stellt man fest, dass die Klimakrise mit ganz vielen anderen Problematiken zusammenhängt. Bis ich das verstand, brauchte es noch einige Klimastreiks und unzählige Stunden der Auseinandersetzung mit den multiplen Krisen der Zeit. Ich glaube, das zeigt es sehr gut. Also ich denke, niemand radikalisiert sich von heute auf morgen und ich bin auch nicht aus dem Klassenzimmer gegangen und zum ersten Klimastreik gegangen und habe es einfach gecheckt und es war ein langer Prozess und auch immer wieder sehr viel Input von anderen Menschen, vor allem jetzt auch im Klimastreik. Wir sind ja eine globale Bewegung, Fridays for Future gibt es in ganz vielen Ländern und da kam auch immer wieder Kritik, vor allem aus dem globalen Süden, dass wir unsere Vorstellung der Klimakrise endlich dekolonialisieren sollten, dass wir endlich unsere Forderungen überdenken sollten, inklusiver gestalten sollten. Und ich glaube, das hat im Kollektiv dazu geführt, dass wir immer besser begriffen haben, was die Klimakrise eigentlich bedeutet, bis hin zu heute, dass wir uns klar antikapitalistisch positionieren und Klimagerechtigkeit fordern. Und ja, deshalb auch ein Ende aller unterdrückerischen Systeme. Wie sah das bei dir aus? Wann hast du dich radikalisiert? Also ich glaube, so mit 14. Also ich war in einer Schülerinnenorganisation, die neben der normalen Schulzeit sich getroffen hat und sich sozusagen einen alternativen Lehrplan zusammengestellt hat, wo wir uns gegenseitig über Themen wie Klassengerechtigkeit, Homophobie, Xenophobie, Rassismus gegenseitig unterrichtet haben. Ich denke, es ist dann schon in meiner Schule als recht radikal wahrgenommen worden, dass wir sozusagen eine genderneutrale Sprache gefordert haben im Unterricht und mit den MitschülerInnen. Genau, ich denke, da hat das so ein bisschen begonnen für mich. Aber ich muss sagen, auch bis heute sehe ich mich jetzt selber nicht so als radikal. Also ich empfinde mich jetzt nicht so als radikal. Aber das ist ja immer ein bisschen so die Frage, wer framet das und wer sagt das. In manchen Gesprächen oder Kontexten werde ich jetzt vielleicht als radikal wahrgenommen und in anderen dann wieder überhaupt nicht. Ich meine, das ist ja auch hat ja medial sehr viel damit zu tun, wie Aktivistinnen dargestellt werden und welche Bilder und Narrative von Aktivistinnen gezeichnet und erzählt werden. Und oft sind diese Narrative, also entweder ist jemand ein Terrorist oder es gibt eben dieses Heldennarrativ. Jemand ist sehr selbstlos und macht das alles für den guten Zweck. Und ich finde es ja auch sehr spannend, wir haben auch darüber geredet, dass wenn man halt in diesen Bewegungen ist, dass eigentlich die Motivationen der Leute sehr unterschiedlich sind. Dass das natürlich was mit einer politischen Urgency zu tun hat, aber zum Beispiel in meinem Fall hat es auch extrem viel mit so Adrenalinrausch oder Abenteuerlust zu tun. Ich habe auch in der Hysteria gemerkt, dass manche Leute wollten eher mit diesen Forderungen nach dem Matriarchat, wollten eher damit spielen, auf eine performative Art und Weise umgehen und andere haben das wirklich total ernst genommen. Andere wollten auch nur dabei sein, eher um eine Community zu haben. Also ich denke, das sind diese Motivationen und Geschichten super vielschichtig in meiner Erfahrung. Ja, wie war das bei dir? Was ist deine Erfahrung in deinen?
Zu Beginn war es sicher die Suche nach einem sozialen Umfeld. Also ich war damals in einer Sekundarschule, da habe ich mich nicht so gut mit den anderen verstanden. Deshalb, das war sicher ich bin aus Überzeugung an den ersten Klimastreik gegangen. Ich wollte da unbedingt dabei sein. Ich habe davon in der Zeitung gelesen gehabt und dann gesehen, okay, jetzt geht es auch in Zürich los. Und dann, als ich da war, war ich überzeugt davon, dass ich dort auch organisatorisch mithelfen möchte. Und damals war es schon so die Suche auch nach einem anderen sozialen Umfeld und nach einer Community. Und ich glaube, dann später im Klimastreik, als es dann mehr zur Sache ging und wir, glaube ich, auch alle mal begriffen haben, wie schlimm es eigentlich um unseren Planeten steht, haben wir uns dann schon auch hat sich auch kollektiv unsere Motivation verändert. Und dann kamen natürlich auch so Diskussionen auf von Heldinnen-Narrativ. Es war dann langsam auch klar, dass Greta Thunberg die internationale Sprecherin dieser Bewegung wird und in Deutschland sich Luisa Neubauer etabliert. Und dann haben wir auch im Klimastreik Diskussionen darüber geführt, ob wir eine Heldin wollen, ob wir einen Kopf der Bewegung wollen und uns dann eigentlich dagegen entschieden. Und das auch bis heute eigentlich recht gut durchgezogen. Also wir haben immer geguckt, dass mehrere Leute Medienarbeit machen, dass man sich abwechselt. Was ein deutlicher Struggle war, weil kapitalistische Medien suchen und brauchen irgendwie den Kopf der Bewegung und kreieren sich den auch, egal ob man will oder nicht. Und da muss man sehr fest gegensteuern. Und ich glaube, ich bin auch im Nachhinein, retrospektiv, bin ich wirklich damit zufrieden, dass wir keine Heldinnen erschaffen haben, sondern dass wir auch die vielen Gesichter hinter dieser Bewegung aufzeigen können. Und ich meine, hinter einer Luisa Neubauer stehen Tausende von jungen Menschen, die alles stehen und liegen gelassen haben, um diese Bewegung aufzubauen, um diese Demonstrationen zu organisieren, um nächtelang plakatieren zu gehen. Deshalb ja, ich glaube, wir lehnen Heldinnen eigentlich ab. Hier steht, dass du mir jetzt eine Frage stellst. Aber ich kann sie auch gerne vorlesen. Nein, ich habe mir gerade überlegt, dass sie doch nicht so Sinn macht. Die Frage möchtest du Können wir sie skippen? Ich stelle sie dir nachher. Okay, gut, dann werde ich einfach weiter erzählen und zurückkommen auch über diese, eben was du gerade angesprochen hast, mit wie geht man mit Medien um, wie präsentiert man sich in Medien. Das ist ja auch etwas, was wir in der Hysteria sehr stark praktiziert haben. Also wir hatten eine eigene, wir haben das genannt Propagandaabteilung. Also wir waren da sehr streng. Ich meine, ihr kennt das vielleicht auch von so rechten Gruppen, die sind ja sehr streng mit dem, wer darf mit den Medien sprechen und so. Also wir hatten da auch nur ganz bestimmte Leute, die mit den Medien sprechen durften. Und uns war es immer sehr wichtig, dass wir uns als politische Organisation framen und eben nicht als Kunstprojekt. Weil, also wenn etwas als Kunst geframed wird, dann verliert es oft seine politische Handlungsfähigkeit oder Mächtigkeit. Eben wie du auch gesagt hast, Kunst war für mich immer etwas, etwas, das nichts bewirkt und das teuer ist. Und ja, mit Hysteria haben wir uns ganz klar so positioniert, dass wir gesagt haben, ja, wir sind eine politische Organisation und wir haben auch ganz klar Anfragen von Kulturjournalen abgelehnt. Also wir haben zum Beispiel Arte Tracks abgelehnt, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht in die Kultursendung, aber wir wollen in die Hauptnachrichten. Genau. Also auch irgendwie so eine Empowering oder auch, es war, glaube ich, auch wichtig, so ein Empowering oder zu sagen, wir suchen aus, wer über uns berichtet und wir nehmen nicht jede Anfrage an. Genau, also da eine ganz klare Positionierung. Vielleicht um auf diese Frage eben zurückzukommen, dieses Abwägen zwischen Kunst und Aktivismus. Es gibt doch auch viele Beispiele, die zeigen, dass Kunst sehr wohl auch etwas bewirken kann und sehr wohl auch einen Einfluss hat. In unserem Gespräch habe ich das Theaterstück Heldenplatz von Thomas Bernhard erwähnt, das in Österreich sehr starke politische Auswirkungen
hatte in Bezug auf die Diskussion von Österreichs Nazi-Vergangenheit. Adam Curtis hat das auch in einer Doku sehr schön beschrieben, ein britischer Filmemacher, der in einer Doku gesprochen hat über diesen Generationenkonflikt auch zwischen Afeni und Assata Shakur und Tupac Shakur, also diese sehr radikale Black Panther-Generation, diese zwei Aktivistinnen und dann die spätere Generation, also der Sohn bzw. Neffe, der dann eigentlich ähnliche Sachen in seinen Texten gefordert hat, Hip-Hop gemacht hat und dann auch kommodifiziert wurde. Und einerseits war das dann natürlich mehr Mainstream-tauglich und hat sich auch viel stärker global dann verbreitet, bis in halt so Kinderzimmer. Gleichzeitig hatte halt nicht diese Radikalität von der Vorgängergeneration. Und ja, also da ist immer so die Frage, was hat wer Wirkmächtigkeit oder welchen Strategien will man sich bedienen oder welche Räume will man bespielen. Und mit Hysteria hatten wir ganz klar diese Ablehnung zu sagen, wir treten in künstlerischen Räumen auf. Ich sehe das jetzt heute vielleicht nicht mehr so streng oder ich sehe auch sehr, also ich trete auch sehr viel in künstlerischen Räumen auf. Aber ich sehe sozusagen in künstlerischen Räumen auch den großen Vorteil, dass sehr viel mehr sagbar ist oder dass man sich eigentlich Utopien ausdenken kann, die vielleicht in Protestbewegungen, wo man ganz klar benennen muss, um was es geht, möglich sind. Also dieses komplexe poetische Handeln, was in der künstlerischen Praxis möglich ist eigentlich in politischen Bewegungen nicht möglich. Und deswegen, ja, finde ich beide Räume super wichtig. Oder hast du da noch was anzufügen? Nein, also ich finde es einfach sehr spannend. Also so diese Entscheidung, die ihr mit Hysteria gemacht habt, dass man sich entscheiden muss, will man in einen politischen Raum, wo man weniger sagen darf, dafür ernster genommen wird, oder will man in einen künstlerischen Raum, wo der Rahmen des Sagbaren viel größer ist, aber man dafür als nur Kunst und sollen die ein bisschen machen abgestempelt wird, finde ich sehr spannend. Und ja, vielleicht ein bisschen provokativ, aber wenn du dich jetzt entscheiden müsstest zwischen künstlerischer Raum und dort politische Kunst machen oder politischer Raum und künstlerische Strategien wählen, wenn du dich entscheiden müsstest. Nein, also ich finde echt, diese beiden in Kombination sind ein guter Ausgleich für mich, weil nur in politischen Protestbewegungen tätig zu sein, ist einfach auch sehr anstrengend. Und ich habe gemerkt, dass einfach sich da zwischen unterschiedlichen Räumen zu bewegen auch sehr befreiend sein kann. Du sprichst in deinem Buch oder generell in unseren Gesprächen hast du oft von Revolution oder Befreiungskampf gesprochen und das hört man auch immer wieder, wenn man an Demos teilnimmt. Genau, das sind sehr große Worte, die ich jetzt hauptsächlich eher historisch in Verbindung bringe. Und mich hat es interessiert, ja, wie verwendest du diese Worte oder was steckt hinter dieser Forderung? Also ich glaube, weil du es gerade in den historischen Kontext gestellt hast, würde ich mich davon ein bisschen abgrenzen wollen. Ich glaube, mit Revolution oder unter Revolution verstehen wir im Klimastreik, aber auch in anderen Kollektiven, in denen ich unterwegs bin, eigentlich einen Prozess, der über das ganze Leben greift. Also dass sich eben nicht nur einfach an einem magischen Tag die Regierung ändert, sondern dass sich in allen Bereichen des Lebens über einen längeren Zeitraum Machtstrukturen abbauen lassen oder dekonstruieren lassen. Ich glaube auch, dass auch so eine feministische Kritik oder eine queer-feministische Kritik an einem jetzt eher kommunistischen Revolutionsbegriff, dass es eigentlich erst eine Revolution gibt, wenn auch Care-Arbeit gerechter verteilt ist. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, um
alle Aspekte des Lebens aufzuzeigen. Eine Revolution findet nicht nur im Bundeshaus statt, sondern auch in Familien, in der Gesellschaft, in wie wir Solidarität untereinander leben. Und ich glaube, Befreiungskampf ist dann recht logisch. Also so der Kampf für die Befreiung aus dem Kapitalismus hin zu dieser Revolution. Und ich glaube, im Kampf liegt dann auch die Revolution. Also die Revolution hat auch schon lange begonnen und wird noch lange andauern. Du hast gerade erwähnt, dass du in unterschiedlichen Gruppen oder Netzwerken aktiv bist. Welche sind das und was macht ihr? Genau, Klimastreik habe ich schon erwähnt. Ansonsten bin ich mit Freundinnen von mir einfach noch in einer Austauschgruppe. Da haben wir gerade mehrere Projekte. Einerseits starten wir ein Medienprojekt aufs neue Jahr hin, wo wir versuchen, ein bisschen die bürgerlichen Medien zu ergänzen mit Perspektiven aus der Bewegung. Und andererseits arbeiten wir auch gerade sehr viel zum Abbaupaket des Bundes oder generell zur Austeritätspolitik der letzten Jahre in der Schweiz und sind da vor allem jetzt an Unis am Organisieren und am Versuchen, dort Kollektivität hinzubekommen, damit wir dieser Sparpolitik, dieser Abbaupolitik auch was entgegensetzen können. Und ihr wolltet euch ja auch mit Kunsträumen bezüglich der Sparpolitik verknüpfen, oder? Das war ja auch so ein... Ja, also ich glaube, bei der Abbaupolitik eignet es sich sehr gut oder deshalb arbeiten wir auch dazu, weil es wirklich alle Bereiche betrifft. Es sind wirklich alle Erfolge von sozialen Bewegungen und der Sozialdemokratie der letzten 20 Jahre irgendwie unter Beschuss, seien das Renten, Bildung, Förderungen, Gelder für Frauenhäuser, Gewaltprävention. Und deshalb lohnt es sich da, glaube ich, ein breiteres Bündnis aufzubauen. Und da ist Kunst und Kultur sicher auch ein Teil davon. Danke. Wir öffnen jetzt mal fürs Publikum. Habt ihr soweit Anmerkungen, Fragen? Ja. Vielen, vielen Dank euch beiden. Super spannend. Ich beschäftige mich im Moment mit Emergent Strategy von Adrienne Marie Brown. Und ich fand das so spannend, was du gesagt hast, Cyril, mit den keine HeldInnen, weil Adrienne beschäftigt sich ja auch damit, wie können Organisationen als Schwarm funktionieren, ohne dass es diesen Kopf gibt. In der Organisation, in der ich bin, sind wir bisher damit kläglich gescheitert. Also eine Frage, die Adrienne stellt, ist, würde die Organisation funktionieren, wenn eine Person komplett ausfällt? Und so im Moment nein. Genau, darum würde mich das sehr interessieren. Wie habt ihr das gemacht? Was waren eure Strategien? Ja, also wie habt ihr das hinbekommen, dass ihr eben nicht diese Köpfe habt von der Organisation? Verschiedene Sachen. Also ich glaube eben einerseits ein wichtiger Teil davon ist Medienarbeit. Und dort haben wir einfach von Anfang an darauf geachtet, dass wir abwechselnde Mediensprecherinnen haben. Und ich glaube, da braucht es dann auch ein bisschen Härte gegenüber Cis-Männern. Und denen muss man dann einfach Redeverbot erteilen. Das hat es in der Bewegung auch 1-2 Male gebraucht. Und dann, ich glaube, schlussendlich kommt es auch einfach darauf an, wie basisdemokratisch man organisiert ist. Und im Klimastreik werden alle Entscheidungen in Arbeitsgruppen oder im Plenum getroffen. Also es gibt keine Entscheidungsgremien oder Einzelentscheidungen. Und ich glaube, das hilft sehr fest, dass einerseits wir uns alle konstant mit Entscheidungsfindungsprozessen auseinandersetzen müssen, dass wir lernen müssen, wie wir Entscheidungen treffen wollen, dass Menschen, die auch dazukommen, sich damit auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, das war auch ein sehr langer Prozess, bis wir Entscheidungsstrukturen
finden konnten, die passen, und dann haben wir sie wieder abgeändert oder verbessert oder korrigiert. Und habt ihr euch da auf irgendwelche Theorien bezogen oder wie habt ihr überhaupt entschieden, wie diese Organisation funktioniert? So, woher kam das? Wer hat euch das beigebracht? Woher kam die Inspiration? Das ist sehr organisch gewachsen zu Beginn, und dann gab es so 2, 3 Leute, die sich sehr intensiv schon länger mit so anarchistischen Organisierungsformen beschäftigt haben, und die haben dann auch immer wieder so Theoriebroschüren angeschleppt, die niemand gelesen hat, aber dann wir uns trotzdem darauf geeinigt haben, dass wir das okay finden, und eben dann haben wir unsere eigenen Regeln dazu erfunden oder gewisse Sachen wieder abgebaut, oder bei Entscheidungen zum Beispiel haben wir wenn sich mehr als 1/3 der Gruppe enthält, dann ist die Entscheidung einfach zu wenig relevant oder sie wurde zu schlecht diskutiert, und dann gibt es keine Entscheidung. Also da haben wir auch sehr, Work in Progress immer wieder daran rumgefeilt. Vielen Dank. Wollen wir noch eine Frage? Sonst jemand, sonst mache ich. Also eine Frage, die ich mir einfach viel stelle, ich habe gar nichts mit Klimaaktivismus oder Aktivismus, vielleicht nicht so viel, aber generell nicht zu tun. Ich finde das eine super spannende Arbeit, die du machst. Aber wenn ich so ein bisschen mich von außen gerade das Feld angucke, ist es ja so auf dem absteigenden Ast. Also alles, nicht nur der Klimaaktivismus, auch grüne Parteien verlieren überall massiv an Zustimmung. Und ich frage mich einfach so ein bisschen, where is hope? Also so, weil ich meine, meinen persönlichen Hope habe ich eigentlich so in den letzten Jahren viel darin gesehen, eigentlich eher so in so Rechtsurteilen, also 2021 in Deutschland, das hat einfach so Klimaschutz, Verfassungsrecht ist jetzt auch mit den Klimaseniorinnen in der Schweiz, und ich finde das irgendwie, ich war so okay, is going somewhere, also es gibt halt irgendwie auch, gibt ja auch dieses Buch, das Climate Change, das Class War, und da geht es ja auch viel um so Fragen, was eigentlich solche Sachen wirklich auf so regulatorischen Ebenen eigentlich machen können. Und aber ja, also es ist auch so ein bisschen Global Fascism gerade aufkommt, who cares about laws? Also ich meine, wir sehen es halt ja auch gerade, in der Schweiz wird es ignoriert und auch in anderen Orten immer mehr. Also ist diese Hoffnung auch noch gestorben. Mich interessiert es einfach wirklich, wo so auch die Möglichkeit, also du hast schon einen ersten, finde ich, so einen Weg aufgemacht, mehr über Solidarität oder so zu gehen, aber vielleicht ist es einfach eine offene Frage, die ich echt spannend finde. So, ob's da, also du hast jetzt einen nächsten Schritt gesagt, vielleicht hast du ja auch, wenn du groß denken kannst, willst imaginieren, was wäre so eine vielleicht geht ihr ja alle in die Politik. Oder nicht? Und ich habe gesagt, vielleicht geht ihr ja alle in die Politik. Und dann habe ich gesagt, oder auch nicht. Gut. Gestern hatte ich einen Talk mit Anna Rosenwasser über Hoffnung. Du hättest dahin kommen sollen. Also ich glaube, einerseits, vielleicht so kurz, du hast vorher gesagt, dass die Hoffnung am Sterben ist oder irgendwie Hoffnung stirbt. Ich glaube, wir müssen alle als Gesellschaft lernen, diese Binarität von Hoffnung aufzulösen. Also so, entweder wir sind hoffnungsvoll oder sie ist tot. Ich glaube, das ist nicht hilfreich. Ich glaube, wir müssen lernen, dass wir sowohl aushalten können, dass sehr viel Leid, sehr viel Düsteres, sehr viel Tod auf unserer Welt existiert, und gleichzeitig aber auch lernen können, dass wir trotzdem alle etwas bewirken können und dass wir alle uns engagieren können und auch sehr viel zu dieser Gesellschaft beitragen können und die auch sehr formen können. Hoffnung ist nicht etwas, das man haben kann. Hoffnung ist auch nicht etwas, das man in andere Menschen abdelegieren soll. Ich glaube, es bringt nichts, auf die Klimajugend zu blicken oder in die Grüne Partei oder in Anna Rosenwasser oder in eine spezifische Politikerin. Wenn wir unsere Hoffnung auf andere Menschen abdelegieren, dann nehmen wir uns einerseits selbst aus der Verantwortung, dann kann man nur resignieren, weil früher oder später wird man enttäuscht. Und ich glaube, alle, die in
in die grüne Wahl oder in die grüne Partei ihre Hoffnung gesetzt haben, die sind jetzt am Verzweifeln, weil die Grüne gerade nicht so gut läuft. Deshalb ja, Hoffnung kann man nicht haben, sondern Hoffnung, würde ich sagen, ist Arbeit. Und da muss man selber was tun können oder dafür tun müssen, dass man Hoffnung haben kann. Und ich glaube, dann gibt es, finde ich, überall auf der Welt mega schöne Beispiele von Menschen, die sich in Kollektiven zusammenschließen und die für ein besseres Leben kämpfen. Und ich glaube, vor dir sitzt Oda, der Klimaseniorinnen. Vielleicht könnt ihr nachher kurz reden. Sie kann sicher sehr viel über Hoffnung erzählen. Als Seniorin immer noch am Kämpfen und immer noch dabei. Und nächste Woche oder in einem Monat, auch hier auf der Bühne, kommt alle dort auch vorbei. Ja, also ich glaube, dass wir uns gegenseitig ganz viel Hoffnung geben können, indem wir uns treffen, indem wir uns gemeinsam engagieren und indem wir uns austauschen. Ich denke, also das hilft mir vor allem immer sehr. Und zu deiner anderen Frage wegen der, ob wir nicht in die Politik gehen wollen, also ich könnte mich schon als österreichischer Bundespräsident vorstellen. Ich würde dann die Demo gegen Sunny organisieren. Genau, sehr gut. Da sind wir dann im Generationenkonflikt. Gibt es noch eine weitere Frage? Also ohne jetzt meine Hoffnung in euch beide nur zu legen, interessiert es mich trotzdem jetzt so spekulativ, wenn ihr jetzt so zusammenarbeiten würdet, was würde denn da entstehen? Habt ihr darüber nachgedacht? Spoiler, das kommt in wenigen Augenblicken, oder? Ja. Gut, tolle Überleitung. Danke für deine Frage. Wir machen weiter. Ja, Cyril, magst du uns erzählen, hoppla, Wasser, welche Erfahrung du mit performativen Strategien im Aktivismus hast? Soll ich hier auf... Genau, also ich habe ja schon erwähnt, dass ich im Retrospektiv gemerkt habe, dass wir als Klimastreik doch uns auch schon künstlerischen Strategien bedient haben und deshalb hier zwei Beispiele. Einerseits das Bild links, das ihr seht. Ich habe kein besseres Bild gefunden. Es ist ein Bild von einer Performance, die wir 2021 auf dem Paradeplatz gemacht haben, im Rahmen des Strike for Futures. Das war ein Projekt, wo wir zusammen mit Gewerkschaften, der feministischen Bewegung und ganz vielen anderen sozialen Bewegungen, aber auch Quartiervereinen zusammengearbeitet haben. Nach dieser Performance fand eine Demo statt in diesem Bündnis mit der Forderung einer Arbeitszeitverkürzung bei gleichbleibendem Lohn, weil das eine sehr coole Maßnahme ist, um einerseits ökologisch die Produktion zu senken, andererseits sozial sehr viel mehr Zeit frei wird, Care-Arbeit besser verteilt werden kann. Also es ist eine dieser Forderungen, die mir Hoffnung gibt, ja, wo ich motiviert bin, dafür zu kämpfen. Und es war eine Performance, wo wir Momo von, wie heißt der Typ, der das geschrieben hat? Michael Ende, performt haben und ja, weil es ja da eigentlich genau um diese Frage geht, wie viel Wert hat Zeit und diese grauen Männer, die Zeit klauen. Und da haben wir diese Analogie genutzt, um aufzuzeigen, wie Kapitalismus uns die Lebensgrundlagen und die Zeit klaut. Ein Beispiel. Und das andere Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr die Leute erkennt, aber das ist eine Zürcher Band, die heißt Fräulein Luise. Wir haben nämlich im 23, vor 2 Jahren, haben wir für die Mobilisierung auf den Klimastreik, haben wir gemeinsam mit 10 Zürcher Bands und Artists einen Song geschrieben und aufgenommen und veröffentlicht. Das sind mal so 2 Beispiele aus der Vergangenheit, aus dem Klimastreik. Danke. Gab es noch was wir zeigen wollten? Planet Bumbo? Ja. Oder sollen wir schon mal... Ich glaube, wir starten Ja. mit dem nächsten Teil und dann können wir zeigen, was uns inspiriert hat.
willst du starten? Gerne, genau. Also wir haben uns eine Idee zusammen ausgedacht, anhand von dem, was ich bisher gemacht habe mit diesen Kollektiven im öffentlichen Raum oder diesen auch Schwärmen. Und genau auch Cyrils Interesse daran, mehr künstlerische Strategien zur Mobilisierung in verschiedene Bewegungen zu integrieren. Und wir möchten eine Protest-Performance-Group, Protesttanzgruppe oder Protest-Tanzband gründen und ins Leben rufen, die sich eben diesen Strategien von gemeinsamen Kostüm, Uniformierung bedient, die gemeinsame Songs entwickelt, die im Chor singt und die Interventionen im öffentlichen Raum durchführt als kollektiver Körper und die gleichzeitig auch sehr spontan auf politische Situationen reagieren kann und als Protest-Tanzgruppe, Band an Demonstrationen teilnimmt. Genau, hast du da noch was zu ergänzen? Vielleicht einfach das Ziel dabei oder davon ist, aus einer anderen Perspektive, aus einem anderen Angle, konkrete Mobilisierung, konkrete Kämpfe, die bereits stattfinden, zu unterstützen und diese Mobilisierungen zu verstärken. Und da haben wir uns sehr inspirieren lassen an einer Gruppe aus Frankreich, die das schon seit einer Weile macht, die auch selber alle in politischen Kollektiven aktiv sind. Also das ist wirklich ein Teil aus der Bewegung, der sich dann aber spezifisch dazu verpflichtet hat oder verantwortlich gefühlt hat, diese künstlerischen Strategien zu nutzen. Sollen wir das Video zeigen? Okay, jetzt kommt das Video. Que des cheminots dans mon bendo. La clientèle libérale, le chef Macron la régale. Service public étoilé devient buffet à volonté. Le privé a toujours faim, il veut même bouffer nos trains. Pour que le capital graille, la SNCF déraille. Nous, on a des goûts basiques, on aime le service public, les bonnes recettes de grand-mère. On veut du fret ferroviaire, du fret, 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 du fret ferroviaire, du fret, 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 du fret ferroviaire. Le gouvernement nous sert un menu au goût amer. Bouillie de train made in France, à la sauce concurrence. Macron nous prive de dessert pour gaver les actionnaires. En nous sucrant tous nos trains, il fait croquer ses copains. Nous, on a des goûts basiques, on aime le service public, les bonnes recettes de grand-mère. On veut du fret ferroviaire, du fret, 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 du fret ferroviaire, du fret, 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 du fret ferroviaire. Les farandoles de wagon, ça reste sur la digestion. Des politiques qui ringardisent les trains pleins de marchandises. Même si c'est plus écolo, le chef dit que c'est un torboyau. Plutôt qu'un bon verre de gnôle, Macron préfère les bagnoles. Et même si t'en as trop bouffé, tonton Manu va te gaver. D'autoroutes pleines de camions, d'eau fumée, de pollution. Et si la planète dégueule, et que le climat c'est le spell de cette grosse indigestion, c'est toi qui paiera l'addition. Nous, on a des goûts basiques, on aime le service public, les bonnes recettes de grand-mère. On veut du fret ferroviaire, du fret, du fret, du fret, du fret, du fret. Ja, versteht ihr alle Französisch?
Okay, vielleicht Kurzfassung. Es ging bei diesen Protesten um Kürzungen im öffentlichen Verkehr und daraufhin hat die Gewerkschaft der SNCF zu Streiks aufgerufen, um sich gegen diese dann auch schlechteren Arbeitsbedingungen zu wehren. Und da hat sich die Klimabewegung angeschlossen, den Streiks, weil man da eigentlich das gleiche Ziel hat. Beide wollen eigentlich, dass es gute Arbeitsbedingungen im öffentlichen Verkehr gibt und der öffentliche Verkehr weiter ausgebaut wird. Und deshalb ist es hier so ein Liebes-Techno-Song an Eisenbahnschienen. Und genau, dieses Kollektiv muss man vielleicht noch erklären, das heißt Planet Boom Boom und das ist so ein Kollektiv aus DJs, Musikerinnen, auch Tänzerinnen, die zusammen eben dann für diese Kampagne der Klimagerechtigkeitsbewegung und der Gewerkschaft dann auch noch so einen Song gemacht hat und eigentlich auch diese Allianz mega schön aufzeigt und auch die Gewerkschaftlerinnen, die organisierten Arbeiterinnen eben auch in diesem Musikvideo irgendwie einbezieht. Genau, von dem sind wir sehr inspiriert. Genau, das sind wir sehr inspiriert. Und was man vielleicht da noch dazu sagen muss, das ist ja nicht nur ein Musikvideo, sondern dieser Song wurde dann auch auf Demos gespielt und auf Demos getanzt und gesungen. Also das lässt sich dann auch sozusagen gleich nutzen. Sollen wir noch was von der Hysteria zeigen? Ist das... Ja, fände ich gut. Genau, weil das ist jetzt vielleicht, das Video zeigt jetzt ein bisschen auf, wie sich Musik verwenden lässt und jetzt vielleicht noch ein bisschen nochmal Inspo zu Performance. Sehr schön, mir gefällt sehr gut. Ja. Das weibliche Pendant zur Burschenschaft. Es ist irgendwie schön, wie skurril es wirkt, wenn da nur Frauen als Burschenschaft aufmarschieren. Es hat natürlich was Militärisches, wenn man exerziert, aber bis jetzt finde ich es gut. Hört ihr Jungen, hört ihr alten Patriarchen Jesu. Kannst du den Text hören? Sing mal mit. Schenkt uns die Hyäne, sie lacht selbst den Angler nach. Und sie fletscht schon ihre Zähne für das Ruder an die Macht. Und Sie würden das Vorhaben so eher unterstützen, was Sie... Na sicher. Warum? Weil ich antifaschistisch eingestellt bin und weil ich diese Rechte einfach nicht kann man einfach nicht akzeptieren. Das ist der politische Rechtswendel. Das ist total gefährlich. Glauben Sie, mit solchen Aktionen, das könnte ein Zeichen setzen dagegen? Es setzt ein Zeichen, vor allem es hat Humor. Und gegen die Burschen ja ziemlich humorlos sind, denke ich mir. Well, I thought it was something like very strong and heavy. Some grieving for someone. Like somebody died or something like that. Something very strong happened to society. At first I thought it was fighting for a woman's right and protecting that. I'm from Israel and these women really inspired me how you can be strong and powerful and not violent. Did you understand what it is about? Yes, my friend that is in this Striding Women told me what it's about. Always things to do with peace and equal people and are very Okay. Ja, ich glaube, diese zwei Beispiele, die wir gezeigt haben, sind sehr unterschiedlich, aber ich glaube, ihr könnt euch ein bisschen vorstellen, was wir gerne machen wollen. Ich kann auch noch was Lustigeres zeigen. Oder war das schon lustig genug? Braucht ihr noch mehr Inspiration? Ja. Okay. Also ich habe ja vorher ein paar Bilder gezeigt. Genau, ihr könnt euch ja einstweilen schon Ideen ausdenken. Aktion, Intervention im öffentlichen Raum.
also im öffentlichen Raum haben wir auch gesungen. Okay. Ja, Berlin. Wieder in Überleitung zu euch. Wer will mitmachen? Okay, es gibt schon ein paar Motivierte, die gemeinsam hoffnungsvoll auftreten wollen. Ja. Habt ihr Fragen oder Ideen? Wie wollt ihr euch gerne einbringen? Magst du erzählen, was machst du und was könntest du machen? Ja, ich stelle mir vor, es gibt ja die Konsumkamine. Das ist so, kennst du bestimmt, oder? Und da ist so ein Mini-DJ-Pult drin. Und ja, das ist perfekt für, wenn man draußen DJ braucht. Genau, kann man die Konsumkamine nutzen. Und ja, den Inhalt müsst ihr bringen. Du wolltest mitmachen? Hast du eine Idee? Putting you on the spot. Ja, also ich könnte mir sehr gut vorstellen, bei so einer Performance mitzumachen. Irgendwie so eine, ich weiß nicht, zwischen Tanz, Akrobatik, Kuscheln. Oder, ja, genau. Gut. Lisa möchte auch mitmachen. Okay, dann genau, also alle, die sich noch weiter darüber austauschen wollen, können natürlich, wir sind nachher auch noch ein bisschen hier, wir können auch nachher dann noch ein bisschen Ideen brainstormen oder sicher auch mal noch Kontakte austauschen, wenn da Leute Interesse haben mitzumachen. Dann wäre jetzt auch nochmal die Möglichkeit für allgemeine Fragen, falls es da noch welche gibt. Es gibt noch eine Frage. Eine Frage, die mich irgendwie immer interessiert, und du hattest es ja schon oder ihr beide hattet es angesprochen, dass es diese Verbindung gab zwischen den Gewerkschaften und dem Klimastreik, und etwas, was mich sehr beschäftigt, ist, wie können wir uns vernetzen, dass unsere Bewegungen einfach größer werden, weil ich habe das Gefühl, wir sind sehr gut im Kritisieren, was auch wichtig ist, wenn es nicht in sowas Spalterisches reingeht, und Cancel Culture haben wir auch irgendwie jetzt genug davon gehabt. Was ich mich immer frage, so ich unterrichte FAGE-Lernende, und ich finde es, oder was mich immer umtreibt, ist, wie kann ich das rüberbringen, dass Politik und gut, Aktivismus darf ich als Lehrperson nicht, aber wie kann ich rüberbringen, dass Politik was mit ihnen zu tun hat? Und das würde mich interessieren, weil gerade so die Klimabewegung oder auch Kunst gilt eher als sowas, oder ich glaube, Ihnen geht es bei Kunst ähnlich, wie es dir gegangen ist, so was ist das? Damit kann ich irgendwie nichts anfangen, und halt bei Aktivismus auch. Was können Strategien sein, um irgendwie diese Vernetzung zu schaffen mit Leuten in den wichtigen Berufen oder gerade wie öffentlicher Verkehr, Pflege, Mobilität, das sind so die Orte, wo wir irgendwie schaffen müssen, uns zu verbinden.
Möchtest du dieses Mal beginnen? Also ich denke auch, unsere Idee, diese Gruppe zu gründen, ist ja auch eine Idee der Mobilisierung oder vielleicht auch etwas zu machen, wo man relativ auch accessible mitmachen kann. Also wo sich vielleicht dann auch unterschiedliche Gruppen angesprochen fühlen oder wo man dann konkret unterschiedliche Gruppen anspricht und die einladet oder auf die zugeht. Also ich glaube, mir in meinem Aktivismus hat sehr geholfen, dass ich ein intersektionales Verständnis der Klimakrise habe und dass besonders jetzt zum Beispiel Bauarbeiterinnen mehrfach bedroht sind von der Klimakrise, ein häufigeres Sterberisiko haben oder dass Frauen und Flinters überproportional bedroht sind. Also ich glaube, dass die Klimakrise gibt da auch eine gute Grundlage, um mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Kontakt zu kommen, auch einfach, weil sie alle betrifft, aber jeweils auf unterschiedliche Arten. Und ich glaube, sonst ist es jetzt in der ganzen Zeit im Klimastreik noch nie vorgekommen, dass wir jemanden angefragt haben für eine Zusammenarbeit oder für einen Austausch und jemand gesagt hat, nee, mit euch reden wir nicht. Deshalb, ich glaube, eine große Ermunterung, auch einfach auf die Leute zuzugehen. Und ich glaube aber, für Zusammenarbeit braucht es auch immer die Fähigkeit zu lernen, andere Perspektiven zu akzeptieren oder auszuhalten, dazu zu lernen, zuzuhören. Und ich glaube, dann können sehr coole und schöne Bündnisse entstehen. Ja, und ich glaube, da muss man sich auch, wenn man zum Beispiel Kunst macht und vielleicht man schreibt einen Song oder einen bestimmten Songtext für einen Protest und dann verbindet man sich mit einer Gruppe und die sagen dann aber, wir finden den Text jetzt irgendwie nicht so gut und wir wollen lieber einen eigenen Text schreiben. Ich glaube, da ist auch wichtig, eben dann unterschiedliche Stimmen, unterschiedliche Zugangsformen zuzulassen. Ja, und dann nicht so zu gatekeepen, sondern genau. Ja, und ich glaube, zentral ist, dass man gemeinsam kämpft. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt. Ich habe noch eine Frage oder was ich sagen möchte, genau. Also ich würde jetzt hier ein Word-Dokument aufmachen, da könnt ihr eure Kontakte reinschreiben, für die gerne mitmachen wollen. Und mitmachen muss ja nicht nur bedeuten, im öffentlichen Raum zu performen oder mit dem Körper in den öffentlichen Raum zu gehen, mitmachen. Also es braucht ja auch oft andere Dinge, wie zum Beispiel ein cooles Poster oder ja, was noch, keine Ahnung, Legal Support oder genau, da gibt es ja alle möglichen. Kurz, alle Skills und Fähigkeiten sind erwünscht Ja. und können gebraucht werden. Oder vielleicht will mal jemand einen Kuchen backen oder so. Also es ist ja. Gibt es noch eine Frage oder eine? Also vielleicht noch zum Thema Netzwerke und mit eurer Idee. Es gibt sicher im Rahmen von Moving Towards Zero im Juni beim Festival dann eine gute Gelegenheit, wo so eine Gruppe mega erwünscht sein wird. Kann ich das sagen? Ah, gut, okay. Das dreitägige Festival wird mit einer Tanzdemo beginnen. Jetzt habe ich Lisas Abschluss vorweggenommen, sorry. Und das andere ist noch zum Thema Chor, für euch, aber auch für alle, um sich zu vernetzen und verbünden. Im November sind ja die Roten Kulturtage und da gibt es einen Chorabend vom Proletarischen Singchor. Ich glaube, der ist am 1. November und am 4. November im Streikhaus Zürich vom Feministischen Streikkorrektiv ein Chorabend. Danke. Ja, vielleicht gerade von mir zum Abschluss, das hätte ich nämlich jetzt wirklich auch noch erwähnt, obwohl ich mir zuerst überlegt habe, ob wir das schon spoilern sollen, aber ich glaube, es macht schon Sinn, also dass wir im Rahmen dieses Festivals eine Form von Tanzdemo planen. Arbeitstitel ist Fry Dance for Future und
ich weiß, also solche Gruppen aufzubauen, braucht ja vor allem am Anfang, um Leute zu finden und so weiter, auch viel Energie und irgendwie Elan und auf etwas hinzuarbeiten, hilft da vielleicht manchmal. Auf jeden Fall, also ich kann mir gut, oder wir können uns gut vorstellen, auch irgendwie so also da zusammenzuspannen und zu sagen, okay, diese Gruppe hat diese Tanzdemo, kann die mitprägen oder mitgestalten, zum einen mit eigenen Interventionen, aber ich finde es da auch spannend, wie man kollektive Körper über die Gruppe hinaus dann vielleicht auch bewegt. Auf jeden Fall gerne Kontakte da lassen und wir kommen wieder auf euch zu. Ich danke euch sehr für diesen sehr inspirierenden Austausch. Schön wart ihr da. Danke. Dankeschön. Danke.